Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Komponenten im Workflow schnell und einfach konfigurieren könnt. Wir sind wieder hier in dem Test-Workflow. Ich habe alle bisherigen Komponenten entfernt. Nur der Event-Trigger hier in unserer Startkomponente ist geblieben. Und jetzt möchte ich anfangen, einen Workflow wirklich zu bauen. Und das erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte ein Log-Element einbauen. Wir wählen direkt die passende Aktion und ziehen diese einfach per Drag and Drop hier in den Workflow. Und man sieht auch, dass das direkt richtig benannt ist. Und um nun meine Komponente zu konfigurieren, brauche ich nur auf die Komponente draufklicken und dann öffnet sich immer rechts der entsprechende Konfigurationsbereich. Und was ich jetzt hier sehe, ist einmal links in diesem Fenster sind meine zu konfigurierenden Felder und rechts ist mein Testbereich, bestehend aus den zur Verfügung stehenden Variablen und meiner Ausgabe. Und die Konfiguration funktioniert erstmal am Beispiel von dieser sehr einfachen Log-Komponente super einfach. Es fängt immer an hier mit einer Aktion, die ist schon ausgewählt. Also das, was soll diese Komponente machen? Ja, das ist die Aktion. Die ist eigentlich schon vorausgewählt, wenn ich direkt die Aktion aus der Bibliothek in meinem Workflow schiebe und dann kann ich dieses Fenster schon einklappen. Als nächstes kommt der Bereich der Eingabefelder und hier kann ich also definieren, welchen Input gebe ich in diese Komponente hinein. Das ist bei allen Komponenten gleich. Der Grundaufbau ist immer der gleiche. Ich nenne meine Nachricht und dann schalte ich hier über diese geschweiften Klammern, schalte ich um auf die Eingabe einer Variable. Ich könnte jetzt auch so eine Key-Value-Eingabe wählen, aber ich möchte einfach direkt meine Daten hier per Variable eingeben, weil ich möchte hier diesen Testwert entsprechend loggen und hier hineingeben. Also drag ich einfach hier aus meinem Eingabebereich die Testkomponente hier in mein Feld. Ich könnte genauso gut hier aus dem rechten Bereich einfach hier in mein Konfigurationsfeld meinen Wert. Und jetzt habe ich meine Log-Nachricht schon fertig konfiguriert und kann das entsprechend hier testen. Auf den Bereich des Komponententestens komme ich noch in einem extra Video, aber ich zeige das schon mal kurz. Ich klicke auf Testen und ich sehe also hier die Info, dass folgendes Log geschrieben wird. Die Log-Nachricht heißt Nachricht und die hat diesen Payload. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch noch weiter kombinieren und sagen, ich möchte hier Test 2 hinzufügen, klicke auf Testen und dann verändert sich nichts, weil hier Test 2, das sieht man hier, nichts drinsteht. Ja, kann ich einfach mal machen. Dann sage ich, mocke mal den entsprechenden Wert, A, B, C, D etc. Und dann sieht man, wenn ich Test 2 hinzugefügt habe, dass jetzt hier A, B, C, D hinzugefügt wird und das ist entsprechend auf der Wert, den diese Variable entsprechend aktuell hat und mit dem ich arbeiten kann. Jetzt ist diese Log-Komponente eine sehr einfache Komponente. Nehmen wir mal eine etwas kompliziertere Komponente, zum Beispiel einen Central Connector. Und da könnten wir zum Beispiel mal hier die Aktion Sales Order List nehmen. Die füge ich mir entsprechend auch wieder einfach per Drag and Drop in meinen Workflow. Und um die Komponente zu konfigurieren, klicke ich auf die Komponente und dann öffnet sich entsprechend hier im linken Bereich mein Fenster und man sieht, dass hier das Formular schon etwas komplizierter ist. Der Aufbau ist aber sehr ähnlich. Ich habe hier meine Aktion Sales Order List. Meine Komponente ist nach Sales Order List benannt und ich habe am Ende hier Ausgabe Settle Sales Orders. Ja, also sinnvoll sprechen die das Ergebnis der Komponente vorbenannt und diese Variable steht entsprechend auch hier zur Verfügung. Dazwischen habe ich verschiedene Konfigurationsfelder, die ich ausfüllen kann, aber nicht muss, weil die Komponenten in aller Regel so angelegt sind, dass ich alles das, was ich mit sinnvollen Default-Werten vorbelegen kann, auch vorbelege. Und am Ende hat man hier noch einen Tab für Fehlerbehandlung und einen Tab für Expertenmodus. Dazu komme ich gleich noch kurz. Was ich aber zuerst machen kann, ist, so wie ich sie jetzt die Komponente zugefügt habe, kann ich wieder auf Testen klicken und dann ruft er entsprechend hier das erste Element einer Sales Order Liste ab und ich könnte jetzt entsprechend hier mit Central Sales Orders mit dieser Komponente schon weiterarbeiten. Die könnte ich jetzt zum Beispiel meiner Log-Nachricht hinzufügen und sagen, hier möchte ich die Sales Order Variable aus meiner vorhergehenden Komponente hineinfügen. Dann teste ich das und dann habe ich hier
in meiner Lognachricht meine Sales Order als JSON-Payload, mit der ich dann entsprechend weiterarbeiten kann. Also das ist soweit erstmal relativ einfach, aber es gibt manchmal in diesen Komponenten komplexere Felder, die auch mehr Hintergrundwissen benötigen. Und immer wenn das der Fall ist, dann gibt es diesen Bereich Expertenmodus. Und im Expertenmodus, dort finden sich die Felder, die ich brauche, wenn ich sehr spezifische Einstellungen machen möchte, Edge Cases abbilden möchte, erweiterte Konfigurationseinstellungen, die tieferes Fachwissen erfordern, dann werden diese Felder typischerweise hier im Expertenmodus hinterlegt. Für die allermeisten Use Cases brauche ich aber die Felder hier im Expertenmodus nicht. Was ich aber noch machen kann, ist, ich kann im Bereich Fehlerbehandlung eine explizite Fehlerbehandlung einstellen. Und wenn ich das mache, dann sieht man, wird hier im Workflow eine weitere Verzweigung aufgemacht für den Fehlerfall. Ja? Und ich kann jetzt meinen Fehlerfall entsprechend auch definieren. Ich kann jetzt auch mehrere Fehler zufügen, Fehlerfall 1, Fehlerfall 2 und für den jeweiligen Fehlerfall sagen, welche Art von Fehler soll jetzt hier abgefangen. Zum Beispiel sage ich Fehler auf der API werden in einem extra Branch abgefangen und beispielsweise Authentifizierungsfehler werden in einem Zerr abgefangen. Und das Ganze kann ich auch sinnvoll benennen. Dann sage ich hier Authentifizierung und hier sage ich API. Das Ganze wird entsprechend auch sinnvoll in meinem Workflow angezeigt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel bestimmte Nachrichten hinterlegen, in andere Workflows springen, die den Fehler entsprechend berücksichtigen, eine Nachricht an den Kunden schreiben, wie auch immer ich auf diesen Fehler Rücksicht nehmen will. Gut, nach diesem Grundprinzip, mit dieser Unterteilung der Formularfelder, also in die Bereiche Aktion, Konfiguration, beziehungsweise Eingabe, je nachdem, was es für ein Element ist. Ein Connector hat keine Eingabe, deswegen hat man hier die Konfiguration. Bei einem Transformer zum Beispiel, der Daten transformiert, hätte ich immer eine Eingabe. Ausgabe, der immer vorbelegt ist, Fehlerbehandlung und Expertenmodus. In dieser Ordnung sind alle Komponenten aufgebaut. Und rechter Hand hat man immer den Bereich Eingabe mit den verfügbaren Variablen und Ausgabe, um das Ergebnis dieser Komponente direkt zu testen und dann direkt damit weiterarbeiten zu können. Probiert das gerne aus. In dem nächsten Video geht es dann um die Frage, das habe ich gerade zwischendurch schon mal kurz gezeigt, aber ich mache es dann nochmal vor, wie ich zwischen den einzelnen Komponenten Variablen übergeben kann und wie ich auch mit der Variablen-Syntax richtig arbeite.